Du willst also wissen, wie man den Secret Boss besiegt? Dann sieh dir dieses Video an! Bei der ersten Phase kann man mit 2 Taktiken vorgehen. Die erste wäre, man schießt ihn am Boden ab direkt und versucht ihn dann, wenn er in den Inkjet gehen sollte, den da abzuschießen. Die zweite sieht allerdings so aus, dass man wartet, bis der Inkjet kaputt geht und ihn dann quasi an dem Punkt, wo er auftritt, abkämpft. Da hat er keine Chance, sich zu wehren und ist damit leichte Beute. In der zweiten Phase sollte man ihn angreifen, während er sein Special ausführt. Dies hat den Vorteil nämlich, dass er seine Waffe nicht nutzen kann, während man ihn angreift, und somit ist er angreifbar. Dabei sollte man darauf achten, dass man nicht zu nah an den Blasen steht, weil man ansonsten weggesprengt wird von den Blasen. Befolgt man dies, hat man allerdings relativ schnell sein Leben abgezogen. In der dritten Phase kann man so ungefähr voraussagen, wo er landen wird. Nämlich wird er versuchen, in der dritten Phase die Blasen der vorherigen Phase platzen zu lassen. Und somit wird er sich in der Nähe der Blasen befinden. In der dritten Phase kann man genauso fahren wie in der ersten Phase, nur dass man sich ganz kurz zwischendurch den Robobomben nähert. Dadurch detonieren sie und sind somit keine Gefahr mehr. Bei Phase 4 sollte man sich hinter den kleinen Gebilden verstecken oder ziemlich weit hinten gehen, um die Tinte zu generieren. Und jedes Mal, sobald man gerade genug Tinte hat, um eine Granate zu schmeißen, kommt man nach vorne und verpasst ihm eine säftige Granate oben auf dieses schwebende UFO-Teil. Und das sollte allerdings ziemlich schnell hintereinander passieren, weil Nummer 3 kann sich regenerieren und das heißt, wenn man nur alle paar Minuten einen schmeißt, bringt es nichts, da er sich dann wieder hochgeheilt hat und man dann wiederum eine brauche. Er braucht insgesamt in dieser Phase 2 Granaten. In Phase 5 geht Nummer 3 hin und macht 3 Splashdowns hintereinander. Dies kann relativ frustrieren, da er jedes Mal, wenn man nicht weiß, wie er funktioniert, einen Hit kassieren kann. Allerdings, wenn man weiß, wie er funktioniert, kann man ganz leicht keinen Schaden bekommen, selbst wenn er nur einen Meter neben einen gelandet ist. Nämlich funktioniert der Splashdown so, dass er quasi von dem Punkt, wo er quasi ankommt, die Effekte nach außen gehen. Und jedes Mal, wenn er auf einen festen Gegenstand trifft, in diesem Fall eine hochgezogenen Gebäude, wird er quasi davon abgeblockt und Gegenstände oder Personen, die dahinter stehen, werden nicht getroffen und erleiden gar keinen Schaden. So funktioniert übrigens der Splashdown auch im Online-Modus. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und falls euch dieser Content gefallen sollte, lasst doch gerne ein Abo da. Somit verpasst ihr kein weiteres Video mehr auf meinem Kanal.